So, nachdem ich ja hier vom Berg vertrieben wurde und er mir gesagt hat, hey, du bist viel zu spät gewesen, der Bug hat das Spiel schon gefressen, versucht er mal den anderen Pfad, bin ich jetzt wieder hier und gehe den anderen Pfad entlang, der komplett anders sein soll. Also der anders sein soll. Wir sind einfach wieder hier den Weg gegangen, haben den Text gehört und gehen jetzt den roten Weg entlang. Von dem ich gedacht habe, dass der böse ist. Und dass der einfach nur ein kurzes Stück weiter geht und dann... egal. Stattdessen sind wir den ganzen langen Weg gelaufen. Jetzt gehen wir hier lang. Und ich bin gespannt. Wie es hier unter dem großen Bogen längs geht. Bis jetzt ist noch alles normal. Es ist halt Gewitter, es regnet und hier sind Bäume. Eine Menge Bäume. Und das ist der andere Weg. So viel kann ich sagen. Der führt da hoch. Und die Stimme hat mir auch gesagt, dass ich mich meinen Ängsten nicht gestellt habe. Deswegen habe ich ein wenig Angst vor diesem Pfad jetzt. Und kriege wieder die dezenten Hinweis, dass ich auch Q drücken kann, um nicht ständig auf W zu drücken. Und dann wieder so laufen kann. Gut. Soweit so gut eigentlich. Ich bin gespannt, wohin mich der Weg führt, was ich noch alles erzählen werde. Und was das da drüben ist. Ja. So, auf jeden Fall ist hier jetzt erstmal etwas hagerer Wald. Und hier geht es auch weiter, ja. Ist ein bisschen Nebel, ein bisschen Zeugs. Ich folge weiter diesem eingetretenen Trampelpfad. This left path feels right. Dieser linke Pfad fühlt sich richtig an. Okay, es gibt also keinen Text von wegen... ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Schau mal nach, was hier unten ist. Okay, ein bisschen Wald. Das ist merkwürdig, diese geraden Stämme und da diese krummen Stämme. Naja, Wald ist Wald. Mal wächst man so, mal wächst man gerade. Mal macht man sich den Rücken sitzen kaputt. Weil ich erstmal hier so hoch gehe und gucke, was da ist. Der Pfad führt ja hier lang. Da macht es, glaube ich, nichts aus, wenn ich parallel gehe. Soweit ich kann. Soweit ich kann. Gehe ich halt hier unten lang. Und hier den Pfad entlang. Auf jeden Fall ist es ein anderer Weg, den ich gehe. Was ja auch logisch ist, weil links abgebogen, rechts abgebogen. Ach ja, hätte ich auch gehen können. So, dann dürfte die Stimme mal wieder was erzählen. Wäre ich jetzt echt schwer für. Weil ich gerade nichts zu erzählen habe. Hübsch.
Ja, irgendwie ärgert es mich immer noch, dass der andere Pfad so lang war und anscheinend nicht zielführend war. Aber was soll ich machen? Es ist ein Spiel, man entscheidet sich für einen Weg und manchmal nimmt man halt den falschen, beschwerlichen Weg und manchmal nimmt man den richtigen, beschwerlichen Weg. Ja. Also scheinbar war der andere viel länger, viel zeitaufwendiger. Aber es macht nichts. Der hier scheint ja auch nicht gerade volle Action zu sein. Ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, dass es hier Rätsel gibt. Also richtige Rätsel. Und jetzt kann ich sprinten. The Nee, doch shortest nicht. path is the longest. Der kürzeste Pfad ist die And Länge. how the stars came down like tears from the night, as if the sky itself were racked by her sorrows, seized in the rictus of the dead, their coronal pallor, lily cold, white as whales, convalescing 10,000 feet too deep. Is it horror or beauty they feel, or are they the same things? Or is it simply the end of feeling, perhaps mercifully, perhaps tragically? Ja, der lange Weg ist der kürzere. Quatsch, der kürzere Weg ist der längere. Und viel Tragisches und Komplexes und Trauriges und irgendwie zieht der Himmel jetzt schneller. I had seen death and wondered what it was. I have been there to hold the dying, when the shamans pressed a finger to their mouths and whispered them away. We each imagine something different for them, whatever soothes the heart, but I fear that death is nothing. How can we know? It seems impossible to imagine the end of imagination, to think of the end of thought. The answer to the mystery of death may be in the answer to the mystery of life. Ich habe den Tod gesehen, ich habe ihn in der Hand gehalten, wie wir ja schon erfahren hatten in der anderen Geschichte, dem anderen Pfad. Und der Tod ist was Mysteriöses, denn das Ende aller Vorstellungen, das Ende aller Gedanken, wo es einfach nicht weitergeht. Jetzt hänge ich hier fest, oder wie? Ich hänge hier fest. Oh, jetzt bin ich ja hier. Ich habe gerade den letzten Checkpoint geladen und bin dahin gesprungen. Und jetzt schaue ich mich mal hier um, denn irgendwie kam ich da aus der Ecke gerade nicht wieder raus. Hier ist der Friedhof mit Gargoyles und allem, was man so auf dem Friedhof erwartet, mit Grabsteinen, Kreuzen, die man hier so hingestellt hat und nicht an die Wand gehängt hat, wie in anderen Einrichtungen. Und wir gehen halt über den Friedhof. Weil der hier so ist und die Leute da unten sich nicht beschweren, die da jetzt die Einzimmer-Apartments bewohnen, weil deren Gedanken aufgehört haben, weiterzugehen. Und ich schaue mir jetzt an, was hier oben rot meine Aufmerksamkeit erregt. Ein Engel mit Schwert. Hallo? Zombies? Gut, würde mich echt wundern, wenn dieses Spiel auf einmal Zombies hätte. Okay. Hab nur meine Aufmerksamkeit erregt und das war's. Ah, es gewittert hier immer noch vor sich hin. Hier ist wieder unser Pfad. Und ich stelle mir das Ende der Gedanken echt schwer vor. Also, ich kann mir das echt schwer vorstellen, dass auf einmal alles Then aufhört. the universe held its breath, as if the gods themselves were waiting for a sign in their long slumber to wake them from dream.
The shamans say that the gods fell asleep long ago, before the time of people, when there was nothing but stars in the darkness. In their sleep, they dream the world and us into being. It's a pretty myth, but I wonder if it's true. And if so, what happens when they wake? Das Universum hat den Atem angehalten und alles stand still. Die Schamanen sagen, die Götter sind vor langer Zeit eingeschlafen und bis heute nie aufgewacht. Und ja, sie haben uns geträumt und uns zum Leben gebracht und dann waren sie verschwunden. Ob sie noch existieren, weiß man nicht. Wobei ich mir das echt schwer vorstelle, dass Gott in diesem Universum existiert, denn eigentlich müsste er ja draußen sein, weil er von draußen alles erschaffen haben muss. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich hier reingekommen ist und dann gesagt hat, hey, hier, guck mal, da mache ich jetzt einen Planeten hin, da mache ich einen anderen Planeten hin, da mache ich das, da ein schwarzes Loch, da dreht sich das. War eher, dass er das Drumherum geschaffen hat. Wie zum Beispiel diese Engine. Da sitzt man auch draußen vor und erschafft die Welt und hat dann irgendwelche Figuren, As die I reingehen. walk, I wonder what I will find at the top of the mountain of fire. I have only heard of the genie in stories and have never seen it myself. I feel awe, and with it, more than a little fear. Can there be reverence without fear? Awe without mystery? We seek answers but resist them when they threaten the notions we feel. Often we prefer to dwell in the dreams of the heart than in the truth of the mind. The genie has power. This much I know. Was werde ich oben auf dem Berg finden? Dem Berg des Feuers. Was werde ich dort finden? Ich weiß nicht, was der Genie ist. Ich habe Furcht davor, aber was ist denn Furcht ohne Staunen und so weiter? Hatten wir schon vorhin im letzten Run. Auf dem letzten Pfad. I would definitely choose the right path if I had another chance. Wenn ich noch eine Chance hätte, würde ich den anderen Weg gehen. Was mich ein bisschen irritiert, denn ich habe eigentlich das Spiel fortgesetzt, wo ich den anderen Weg I gegangen bin. remember my mother. Though I was only a girl of 8 when she walked away from the village and me forever. I remember that day and have dreamed it many times since. When she came of age, the shamans had decreed that she was a walker. But this brought her great sorrow because she was certain she was a weaver. She felt cursed. She longed for the return of the genie so she could decide her own path. Ja, ich erinnere mich noch, als meine Mutter gegangen ist. Ich habe es oft wieder geträumt. Sie hatte das Gefühl, dass sie kein Walker ist, also keiner ist, der hier alles rumgeht und erkundet, sondern ein Weber ist, der die Worte webt und natürlich auch die Körbe und so. Und sie war verflucht. Sie hoffte, dass der Genie zurückkehrt, damit sie selber entscheiden kann, dass sie jetzt ein Weber ist und kein Walker mehr. Aber sie hat sich ja lange genug irgendwo niedergelassen, dass die Tochter entstanden ist. Obwohl wir ja schon von vorher wissen, dass es alles nur eine virtuelle Welt ist, die entstanden ist mit der ersten Bewegung, die wir ja schon beim letzten Ende mitbekommen haben, wo uns die Stimme The gesagt day hat. she left was a cold and rainy autumn day, before the tall grasses had been harvested. I saw her in her sky-blue summer dress, long hair, black as the night, wade far out into the field and then stop. She gazed upwards into the sky as the wind made her distant figure look like a broken patch of summer sky, fallen to the ground and battered by the breeze. She clutched herself with her arms, and I felt her sadness. I ran to her as fast as I could. Ich erinnere mich, wie meine Mutter gegangen ist. Sie stand draußen im Regen, war traurig, wollte nicht gehen, aber sie musste ja halt.
Ihre Figur stand in Regen, die Haare schwarz wie Ebenholz. Oder auch nicht. Und stand da und wollte nicht gehen. Ich bin zu ihr so schnell zu ihr gerannt, wie ich konnte. Schöne Erinnerung, die es niemals gab. Entschuldigung, Spoilern. So, jetzt sind wir hier oben. Der Weg ist halt auch noch lange. Es geht halt immer weiter. When I finally got to her side, I stopped and reached to take her hand. She felt my touch and pulled away, looking down at me with those pale gray eyes. Even washed in rain, I could tell she was crying. Her eyes seemed to look through me. What if it rained only once in a lifetime, and you missed it? She asked. Of me or anyone, I couldn't tell. She turned her gaze to the distant horizon and whispered, "What is life, if not the longest goodbye?" And she walked away. Ja, ich bin zu meiner Mutter gerannt, habe ihre Hand genommen. Sie hat sie zurückgezogen. Ich konnte sehen, selbst im Regen, dass sie geweint hat. Und dann sagte sie, was ist das Leben, wenn nicht die längste Verabschiedung? Und dann ging sie weg, weil sie halt ein Walker sein musste. Auch wenn sie wahrscheinlich viel lieber geblieben wäre, ihre Tochter hätte aufwachsen sehen. Wie es, glaube ich, auch normal wäre. Wenn man eine Tochter hat. Wenn man einen Sohn hat und die Tochter aufwachsen sieht, ist das bestimmt ein bisschen komisch. Naja, da vorne ist wieder was Rotes. Und wir gehen weiter diesen Weg entlang, denn wir sind ein Walker und ein Weber. Als Walker müssen wir erkunden und als Weber müssen wir Texte verfassen. I close my eyes and see her hurling crumpled papers against candlelit walls, a stranger in her own body. I see her weeping somewhere in the dark corners of our cottage. It pains my father, but she couldn't heal his wounds. She was gone. He woke, the dust still moist with her tears. How she wept and everything in my world was shattered. I hear her and feel like painting. Instead, I run. I run through the rain until it feels like pieces of glass on my skin. I run to the shoreline and fall among the ruins, where the sand meets the water, meets the sky. Ich schloss meine Augen und sah, wie sie verzweifelt gegen die Wand geschlagen hat. Nein, das war sie nicht, aber wie sie verzweifelt war und als mein Vater aufgewacht war, war sie schon weg. Man konnte noch ihren Duft riechen, ihre Präsenz spüren, aber sie war schon weg, weil sie weg war. Und alles war traurig und wer weiß, vielleicht sehe ich sie ja noch mal wieder, wenn ich hier jetzt längs gehe. Vielleicht aber auch nicht. Also wahrscheinlich sogar nicht. Aber wenn ich das richtig sehe, führt mich der Weg zu dieser komischen Figur da hinten. Währenddessen sinniere ich darüber, wie die Mutter weggegangen ist. Wie traurig das damals war, dass sie selber nicht gehen wollte. Obwohl ich das eigentlich ganz schön finde, hier rumzugehen. Aber Spoiler. Es ist ja eh alles nur eine virtuelle Erfahrung von einem Programm, wie mir die Figur am Ende ja gesagt hat. Because she speaks sometimes when she sleeps. Entire worlds in strange articulations that sound out the heart in more uncommon clarity than my most awkwardly acrobatic didactics. Because she sleeps, sometimes when she dreams, entire worlds with certain gesticulations, her hand seemingly demonstrating a moth stricken by her charmingly unconventional inventions. Because she dreams, sometimes when she speaks,
entire worlds, unintentionally expressing in one simple sound why anyone, anywhere, ever. Ja, die Mutter hat im Schlaf gesprochen und hat dabei wilde Welten erfunden, wie sie nicht existieren können. Und weil sie im Schlaf gesprochen hat, haben wir die Geschichten von den Welten gehört. Und der Rest war immer wieder dasselbe. Und die Tochter konnte diese Worte niemals so zusammenbringen, also Lula, die wir spielen, wie sie das konnte. Was ja nicht schlimm ist, weil ich könnte ja auch nicht so schreiben wie Max Uthoff. Nein, Landorf? Egal. Ja, mit dem Regler.